Hey, hallo! Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und in diesem Video zeige ich, wie du diese schöne rechteckige Crossbody-Bag nähen kannst. Schnittmuster Avanti Bag. Das Schnittmuster enthält 3 Größen. Ich nähe heute die mittlere Größe, Avanti Midi. In dem Kästchen steht, was du an Material benötigst, und hier unten steht, was ohne Schnittteil zugeschnitten wird nach Maß. Einmal die Enden für den Reißverschluss. Wenn du Endlosreißverschluss benutzt, dann muss der auf die passende Länge zugeschnitten werden. Dieser Stoff ist für die Innentasche, der ist 35 x 32 cm groß. Und wenn du das Gurtband selber nähst, dann schneidest du noch entsprechend den Stoff für das Gurtband zu. Du kannst natürlich auch fertiges Gurtband nehmen, dann schneidest du das in der angegebenen Länge ab. Zusätzlich brauchst du dann noch 2 Vierkantringe und eine Leiterschnalle. Das ist dann die Variante mit Gurtband. Wie das genäht wird, zeige ich direkt im Laufe des Videos beide Varianten. Und jetzt geht es erstmal zu den Schnittteilen. Den Boden braucht man einmal, hier beim Zuschneiden der Schnittteile im Stoffbruch, oben die Mitte mit kleinen Einschnitten markieren. Und die Teile sind jeweils zweimal zugeschnitten. Los geht's! Der Stoff für die Innentasche wird rechts auf rechts gefaltet und aufeinander geklammert. An einer Seite wird eine Wendeöffnung von 5 cm markiert. Dann wird es aufeinander genäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Nun die Ecken abschneiden und dann die Tasche wenden. Mit einem Stäbchen schiebe ich die Ecken nach außen und streiche die Nähte ein bisschen heraus und die Wendeöffnung lege ich zu. Das Ganze wird gebügelt und hier von dem Futterstoff markiere ich die Mitte und von der Tasche wird auch die Mitte markiert. Das ist die rechte Stoffseite, liegt jetzt oben. Und dann werden diese beiden Mitten 1 cm oberhalb von dieser Schnittkante aufeinander gesteckt. Der Stoffbruch liegt oben. Die Tasche wird anschließend knappkantig auf den Stoff genäht. Anfang und Ende der Naht gut verriegeln. Die Tasche kann jetzt natürlich noch unterteilt werden. Ich mache eine Naht bei 11 cm für das Handy und dann nochmal 3 cm daneben, um Stifte reinzustecken. Das markiere ich mir hier und dann nähe ich das einfach gerade runter. So hat das Handy einen festen Platz in der Tasche und einen Stift dabei zu haben, ist ja manchmal auch ganz praktisch. Weiter geht's. Die kleinen Stoffstücke kommen nun an die Enden vom Reißverschluss. Rechts auf rechts wird der Reißverschluss dazwischen gesandwiched. Auf der geschlossenen Seite geht es ja ganz einfach. Auf der offenen Seite lege ich erst das untere Teil da drauf, also darunter vielmehr, und nähe das schon mal zusammen. Und dann lege ich das obere Teil drauf und nähe das Ganze nochmal. Den Überstand vom Stoff auf beiden Seiten abschneiden und dann die Mitte vom Reißverschluss markieren.
Jetzt kommt der Reißverschluss an die Stoffe und ich habe hier nur einen Zipper, deshalb überlege ich mir jetzt, wie rum ich den Reißverschluss an die Stoffteile haben möchte. Und ja, ich möchte es so rum haben, dass ich den Zipper vorne habe. Und jetzt kommt die Mitte vom Reißverschluss an den Knips von dem Futterteil links auf rechts. Also die linke Seite vom Reißverschluss auf die rechte Seite vom Futterstoff. Und das stecke ich an der Mitte und an den Enden schon mal mit Klammern aufeinander. Und nun kommt ein Außenstoff rechts auf den Reißverschluss. Hierfür habe ich schon mal den Reißverschlussfuß eingesetzt und fange nun hier an der Schnittkante an. Und die Nahtzugabe ist ein knapper Zentimeter. Als nächstes kommen die beiden anderen Teile an die andere Seite vom Reißverschluss, genauso wie eben. Dann diese Seite nähen, genauso wie eben. Und jetzt wird gebügelt, die Stoffe gut vom Reißverschluss wegziehen und sorgfältig bügeln. Und jetzt werden dieser Stoffüberstand vom Reißverschluss passend abgeschnitten. Und dann wird knapp neben dem Reißverschluss abgesteppt. Als nächstes nähe ich das Gurtband. Falls du kein Gurtband nähst, kannst du direkt zum nächsten Abschnitt weitergehen. Also auf dem Stoff vom Gurtband wird 2 cm von der langen Kante aus eine Linie gezogen und das auf beiden Seiten. Meine Linien sind fertig und nun wird die Schnittkante an die Linie gefaltet und das Ganze gebügelt. Die gebügelten Kanten kommen nun so links aufeinander und werden nochmal gebügelt und dann wird das knappkantig aufeinander genäht und an der anderen Seite kommt knappkantig eine Ziernnaht hin. Also das Gurtband wird nun genau auf den Ausschnitt da am Reißverschluss gesteckt. Ob die Gurtlänge passt, kann man so schon mal kurz testen, indem man einfach die Tasche anprobiert und schaut, ob das mit der Länge okay ist. Und wenn das passt, dann wird das dort an dieser Stelle festgenäht. Ich zeige jetzt noch kurz, wie das mit dem Baumwollgurtband ist. Dafür schneidet man vom Gurtband 2 x 10 cm Stücke ab und fädelt diese durch den Vierkantring. Diese Gurtstücke kommen nun auf den Ausschnitt am Reißverschluss, wie gerade eben der Gurt. Und dann wird alles genau so weiter genäht, wie bei der Tasche mit der selbstgenähten Gurtvariante. Nur das Gurtband, das nähen wir gleich zum Schluss noch fertig. Den Reißverschluss öffnen. Ich klammer das Gurtband etwas zusammen, damit es mich beim Nähen nicht stört. Jetzt wird der Boden von der Außentasche genäht. Dafür kommt der rechts auf der einen Seite an den Überstand und wird dort geklammert und dann mit 1 cm Nahtzugabe aufeinander genäht. Die Naht ist fertig, dann wird direkt die Nahtzugabe auf die Seite von dem Boden gelegt
und dort wird die knappkantig festgenäht. Jetzt kommt die andere Seite vom Boden auf die andere Seite vom Außenstoff. Wird genauso fest geklammert wie eben und dann wird das auch mit 1 cm Nahtzugabe aufeinander genäht. Auch an dieser Seite wird jetzt natürlich die Nahtzugabe Richtung Boden gelegt und dann wird das dort knappkantig abgesteppt und die Nahtzugabe festgenäht. Nun die Seiten von der Außentasche rechts auf rechts aufeinander klammern. Das liegt ja alles schon so da, wie es gleich aufeinander genäht wird. Und den Boden von der Innentasche und die Seiten aufeinander stecken. An einer Seite eine Wendeöffnung von 12 cm markieren. Jetzt werden die Teile aufeinander genäht. An den Seiten beginnst du immer an der unteren Kante und nähst Richtung Reißverschluss. Hier an dieser Kante lässt sich der Stoff problemlos unter dem Nähfuß platzieren und dann nähst du nach oben Richtung Reißverschluss. Da ist das Ganze halt ein wenig enger. Hier das Gurtband und so ein bisschen zur Seite schieben und dann kann man auch bis oben hin nähen und die Naht verriegeln. Als nächstes werden die Seiten oben am Gurt geschlossen. Dafür ziehst du am besten die Stoffe so ein bisschen auseinander an Außen- und Innentasche, sodass so ein Dreieck entsteht und dann die Stoffkanten aufeinander legen, von Außenstoff und Innenstoff, die Nahtzugaben auseinander und das Ganze aufeinander stecken. Das wird nun zusammengenäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Und nähe die Naht direkt zweimal. Die seitlichen Bodennähte sind noch offen. Die werden als nächstes geschlossen. Dafür die Seiten so auseinanderziehen, eventuell die Nahtzugabe etwas auseinander streichen. Die Tasche so auseinanderziehen, dass die Stoffkanten aufeinander passen und klammern. Und das Ganze an allen 4 Seiten. Und dann werden die 4 Seiten aufeinander genäht. Die Nahtzugabe ist 1 cm. Die Tasche ist fertig, sie kann gewendet werden, aber ich nähe jetzt erstmal noch die Nahtzugaben der seitlichen Bodennähte aufeinander. So hat die Innentasche guten Halt in der Tasche. Dafür klammere ich die Nahtzugaben aufeinander und nähe dann rechts neben der Naht eine zweite Naht und so sind die Taschen aufeinander fixiert.
Dann schneide ich die Nahtzugaben ein bisschen zurück und suche die Wendeöffnung. Wenn ich die entdeckt habe, wende ich die Tasche auf rechts. Alles schon mal ein bisschen zurechtschieben und dann an der Seite die Wendeöffnung zustecken und mit einer Naht knapp am Rand aufeinander nähen. Und dann die Tasche weiter wenden, alles zurechtziehen und eventuell mal drüber bügeln. Und jetzt zeige ich noch, wie man das Gurtband mit der Leiterschnalle näht. Als erstes wird ein Ende vom Gurt um den mittleren Steg der Leiterschnalle gelegt und umgeklappt und auf dem langen Stück festgeklammert und mit einem Rechteck aufeinander genäht. Dann nimmst du das andere Ende vom Gurtband und schiebst das von innen durch den Vierkantring, dann durch die Leiterschnalle und von außen durch den anderen Vierkantring. Das Ende wird wieder umgeklappt und auf dem langen Gurt festgesteckt und mit einem Rechteck aufeinander genäht. Und fertig. Die blaue hier, das ist Avanti Mini. Das Schnittmuster enthält ja 3 Größen. Hier könnt ihr nochmal alle in der Übersicht sehen. Und da ist auf jeden Fall für jede Gelegenheit eine Größe dabei. So sieht das Ganze dann nochmal einzeln getragen aus. Und das Nähen macht mir unheimlich viel Spaß. Und ich hoffe, euch interessiert das Schnittmuster auch und es gefällt euch. Und dann schaut doch gerne mal in meinem Shop vorbei. Dort biete ich das Schnittmuster jetzt an. Das sind noch ein paar Designbeispiele. Ich habe schon Cord, Canvas, Jeans und hier auch Kunstleder genäht. Das Kunstleder habe ich Ton in Ton genäht und so hat man dann auch mal eine schlichte Tasche. Man möchte ja nicht immer, dass die Tasche der Star ist. Und ich habe keine der Taschen mit Vlies verstärkt, weil ich gerade diesen lässigen, weichen Look, also im Englischen heißt es slouchy, so gerne mag. Von den Taschen wandert auf jeden Fall demnächst die eine oder andere in meinen Shop. Das habe ich mir nämlich für dieses Jahr fest vorgenommen, mehr von meinen genähten Taschen in meinem Shop anzubieten. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, ein Abo, das wäre natürlich auch super klasse. Das Abonnieren ist natürlich kostenlos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!